Willkommen bei Womoblog. Wir sind heute bei der Firma Fraron und bekommen neue Solarmodule von Wattstunde. Wir haben die ja letztens schon mal vorgestellt. Warum, das werden wir nachher noch mal im Detail klären. Wichtig ist, gerade wenn ihr schon eine ältere Solaranlage auf dem Dach habt, dann kann es euch so gehen wie uns. Gerade diese Flex-Module, die kommen in die Jahre, die halten gegebenenfalls auch diese großen Temperaturschwankungen im Sommer nicht aus. Das hat sich einfach über die Jahre jetzt herausgestellt. Da trennt sich mittlerweile die Spreu vom Weizen. Warum das so ist und was man dagegen tun kann und welche Technik ihr heute euch einbauen solltet, das seht ihr in diesem Clip. Weiter geht's nach dem Trailer. Wir sind heute im schönen Schöllkrippen bei der Firma Fraron. Fraron entwickeln und bauen nicht nur eigene Wechselrichter und andere elektronische Geräte, nein, sie bieten auch einen hervorragenden Einbauservice. Und da unsere beiden Solarzellen etwas schwächeln, ja vielleicht sogar kaputt sind, habe ich heute einen Termin, um die neuen Wattstunde EFX Active Solarmodule einbauen zu lassen. Die alten Solarzellen sind noch gar nicht so alt. Vor 4-5 Jahren wurden sie verbaut, doch neuerdings haben wir auch bei herrlichstem Sonnenschein nur mäßigen Ertrag. Und dass sich die Technik weiterentwickelt hat, sieht man bei den neuen Solarzellen von Wattstunde auch als Laie. Aufs Dach kommen nun 3x140 Watt Wattstunde EFX Active Wire Solarmodule. Wichtig war uns dabei, dass die Solarzellen einen Zellwirkungsgrad von über 20% haben, die Beschichtung für extrem hohe Elastizität und Strapazierfähigkeit sorgt und dass die Zellen nach der Installation begehbar sind. Das haben wir zwar nicht vor, kann aber mal passieren und dann soll die Zelle nicht kaputt gehen. Aber bevor die neuen Zellen aufs Dach kommen, müssen die alten erst einmal herunter und in der Zeit suche ich mir einen Experten, der uns in Sachen Solar auf den neuesten Stand bringt. Solaranlage. Ja. Ja, wir waren schon mal bei euch und jetzt ist es soweit, die Solaranlage muss einfach aufgerüstet werden. Es hat keinen Zweck. Ich habe einen solchen Energiehunger. Ich möchte jetzt einfach mal richtig eine satte Solaranlage aufs Dach haben. Wir haben zuletzt 200 Watt gehabt. Jetzt habt ihr für uns vorbereitet wie viel Watt? 3x140, also 420 Watt. 420 Watt, also das sollte eine Zeit lang reichen. Ich habe es bei mir im Eingang eben schon erzählt gehabt, die Anlage, die ich hatte, die ist in die Jahre gekommen. Das hängt auch mit der veränderten Technik an, zusammen. Die Solarpanels von früher sind ja doch ganz unterschiedlich zu denen zu heute. Und man hat auch gemerkt, und das haben wir im Vorgespräch eben schon mal besprochen gehabt, dass da auf dem Dach, gerade bei diesen geklebten Panels, einiges passiert. Wo ist das Problem bei so einem Panel? Das Problem, was vor einigen Jahren da war, was heute einige Hersteller gelöst haben, manche immer noch das Problem am Markt haben, ist einfach, dass die Module sich von der Oberfläche her unterschiedlich ausdehnen. Die Folien, die Trägerfolie zu den Oberfolien, zu den Zellverbindern hin ist eine unterschiedliche Ausdehnung und somit gab es eben in der Vergangenheit oft in den heißen Sommern Zellabrisse. Das heißt, die Verbindung... Ich hole mal gerade so ein Ding hierher. Weil dann können wir da auch mal was zeigen. So, das ist jetzt mal so was Altes. Richtig. Das also heißt, zwischen den einzelnen Zellen sitzen Zellverbinder. Das sind in der Regel Kupferverbinder sozusagen. Ja. Und nun haben sich die Trägerfolie und die Oberfolien unterschiedlich ausgedehnt bei der Wärmeeinstrahlung. Und die Kupferverbinder hatten nicht das gleiche Ausdehnungsverhalten und sind eben zwischen den Zellen abgerissen. Die reißen dann wirklich ab? Die reißen ab, richtig. Okay. Das ist ein Abriss. Und dann merkt man das in der Regel, dass das Modul eben am Tag, wenn die Sonne wirklich drauf scheint, das Modul warm ist, mit einmal keine Leistung mehr bringt. Man kann keine Spannung mehr messen, die Solaranlage fällt sozusagen aus. Ist es am Morgen das heißt, ich hab dann Strom, also das ist mir ja passiert, ich hatte mit der Solaranlage Strom und irgendwann schönstes Wetter, also Kaiserwetter, eigentlich hätte die 5, 7 Watt bringen müssen. Ampere wahrscheinlich. Entschuldigung, Ampere. Ja. Und nichts passierte mehr. Und das liegt dann daran, dass das sich ausgedehnt hat und hier irgendwas gerissen ist. Wir einfach nur Unterbrechungen zwischen den Zellen hatten und somit keinen Stromfluss mehr hatten. Und dann war Feierabend, wurde das Modul wieder kalt. Also am nächsten Morgen zum Beispiel, wenn die Sonne aufging, das Modul war noch kalt, funktionierte es. Wir hatten eine Spannung, wir haben dann eine Leistung auch von der Solaranlage. Umso wärmer das Modul wird, es dehnt sich weiter aus, war der Abriss wieder offen sozusagen, die Stelle wieder offen, die Verbindungsstelle.
und dann ist das Modul wieder ausgefallen. Okay, also das heißt, erster Tipp im Endeffekt, beobachtet mal über den Tag hinweg eure Solaranlage, ob es da gegebenenfalls mal, na, ich sage jetzt mal, gewaltige Spannungsunterschiede gibt, irgendwo ihr merkt, schönstes Wetter und ihr habt keinen Strom, dann kann das tatsächlich mit sowas zusammenhängen. Ja. Und gibt es dann irgendeine Lösung? Gar nichts, das Modul muss runter. Also das die Modul Lösung ist, heißt tauschen. Das Modul ist defekt, hier geht nichts mehr zu machen. Es gab auch noch andere Probleme mit den günstigen Modulen oder auch heute noch mit günstigen Modulen, dass die Folienoberflächen sich eben ablösen, abpellen sozusagen, ja. Das Wasser eindringt unter die Zellen, natürlich korrodiert das Ganze dann darunter und dann fällt das Modul eben auch aus. Ne? Und deswegen muss man hier sehr vorsichtig sein oder sehr genau schauen, was man heute an Modulen einsetzt. Wie sieht das mit der Hitzeentwicklung aus? Weil das habe ich auch mal gehört, dass es da Probleme gibt, dass unter diesen geklebten Modulen Hitzeprobleme entstehen. Das sehen wir eher nicht so. Das ist eigentlich generell so, dass es eben wir haben auch Tests gemacht, wo wir eben geklebte Module mit gerahmten Modulen, mit Hinterlüftung sozusagen verglichen haben. Die Leistungsunterschiede sind sehr gering. Man kann hier fast nichts feststellen, weil hier ist eben kein großer Stauraum, wo sich überhaupt eine Hitze dahinter bilden kann oder stauen kann sozusagen. Ja. Hinter einem Solarmodul, was gerahmt ist, einen gewissen Abstand hat vom Dach, bildet sich natürlich eine Stauwärme. Ne. Wenn ich eine Windbewegung habe, kann ich natürlich dann Hinterlüftung bekommen, dann geht es weg, ist es total windstill, staut sich die Wärme beim gerahmten Modul dahinter. Ja. Okay. Hier durch die flächige Aufklebung ist das eher nicht der Fall, hier bildet sich keine Stauwärme. Aber natürlich sind die Module dunkel, die Hitze haut drauf, wir haben natürlich eine immense Wärmeentwicklung und der Wirkungsgrad der Module, umso heißer sie werden, geht halt zurück. Und dann holen wir mal jetzt ein neues. Da haben wir mal ein neues, das ist auch schwerer, merke ich jetzt, also schon. Gut, ist auch wesentlich größer. Wie viel Watt hat das? Das hat 140 Watt, okay. Dieses Modul. Also das ist schon ein richtig großes Modul. Schwerer ist es deshalb, weil eben hier auf der Rückseite eine Aluminiumplatte, eine sehr dünne Aluminiumplatte einlaminiert ist, die das Modul insgesamt etwas stabiler macht. Viel steifer, ja, das geht ja gar nicht zu biegen. Das lässt sich schon noch biegen im gewissen Rahmen. Ja. Die alten Module waren teilweise eben sehr flexibel, zu flexibel kann man schon fast sagen, ja. Was schon oft Probleme, wenn man die nicht korrekt gehandelt hat, also beim Aufbau schon zu sehr gebogen hat, gab es da eigentlich schon Zellbrüche oder ähnliches. Also schon beim Aufkleben quasi waren die Dinger kaputt? Waren sie ungefähr schon vorgeschädigt. Es gab schon Zellbrüche, wo dann natürlich dann die Zelle ausfällt, die einzelne Zelle sozusagen, ja, und das hat schon Einbußen gebracht. Deswegen muss man hier so aufpassen, also auch wenn die flexibel heißen, sind die nicht endlos flexibel. Ja? Im gewissen Rahmen kann ich die einer Wölbung auf dem Alkoven oder sowas mitgehen, wenn ich sie vorsichtig verarbeite und mache, aber irgendwann ist halt Schluss. Okay. Und deswegen ist es schon ganz gut, dass dieses Modul etwas stabiler ausgeführt ist mit der Aluplatte drin und dadurch doch eben... Ja. Also es hat ein bisschen Gewicht, das muss man aber sagen. Ja. Was mir jetzt hier auch auffällt, es ist komplett flächig. Also es gibt ja nicht wie bei dem alten Modul so richtig zu sehende Solarzellen. Ja. Ich habe auch in den Spezifikationen schon gesehen gehabt, also das alte hatte, glaube ich, irgendwas mit 18 Volt. Früher war das eigentlich so. Ich kenne eigentlich nur so 12 Volt Module, 18 Volt war dann schon toll. Und heute habe ich hier Module mit wie viel? Gute 40 Volt Leerlaufspannung. 40 Volt Leerlaufspannung. Ja. Warum macht man das heute? Ja gut, das macht man, weil sich auch die Reglertechnik der Solarladeregler verändert hat. Ja? Also früher hatte man die meisten PWM-Regler oder dieser Markt gehabt, die hatten also einen Eingangsspannungsbereich bis 25. Stopp. Wie hießen die Regler? PWM, Pulsweiten modulierte Regler sozusagen. Das waren dann einfache Regler? Das waren aus heutiger Sicht relativ einfache Regler. Sowas hatte ich früher mal in mein erstes Wohnmobil eingebaut. Ich hatte Solarstrom, also wir hatten irgendein billiges Solarpanel aus China aufs Dach geknallt, hatten einen Solarladeregler und wir hatten Strom. Mehr war nicht wichtig. Damals war aber auch der Verbrauch so gering, sage ich jetzt mal. Wir hatten ja keine Smartphones oder sonst irgendwas dabei. Da kann man gar nicht mehr heute sich vorstellen. Wenn ich sehe, was wir heute alles im Wohnmobil mitschleppen, an Elektronik, an Technik, E-Bikes, alles will geladen werden. Die Kaffeemaschine, die Mikrowelle und haben wir nicht mal, aber die Lithium-Batterie muss immer größer werden, damit das alles betrieben wird. Ja. Und dann muss natürlich auch irgendwo der Strom herkommen. Richtig. Der kommt jetzt aus der Solaranlage. Genau. Und bei den alten Reglern, die waren eben so, dass sie einen Eingangsspannungsbereich hatten von 25 Volt maximal. Deswegen war das mit den alten Modulen passend sozusagen. Dann später wurden eben die MPPT-Regler eingeführt.
Also Maximum PowerPoint Regler, die suchen immer, immer den optimalen Arbeitspunkt auf dem Modul. Ja. Der alte PPR MPPT heißt MPPT, ne? ja. Das sind die modernen Regler, die sollte man auch heute wählen, oder? Ja, das macht heute Sinn, weil auch die Preisunterschiede nicht mehr gravierend sind zu dem alten Regler. Früher hat man doch einen deutlichen Preisunterschied gehabt, deswegen wurde oft noch zu den alten Reglern gegriffen. Aber heute ist das Was kostet ein vernünftiger Regler? Ja gut, kommt auf die Leistungsklasse an. Also was wir hier einbauen, ist heute ein 35 Ampere Regler für die 420 Watt Anlage. Der liegt um die 300 Euro. Okay, genau, das war das das so Stichwort. Teuer und sie sind um einiges effektiver als die alten Regler. Der alte Regler hat halt die Eigenschaft gehabt, dass er die Modulspannung auf Batteriespannung heruntergezogen hat oder nahezu auf Batteriespannung und hat dann, also auf 13 Volt dann? ja, je nachdem 12. wo die Batterie halt stand, so ungefähr ja. 1 Volt über Batteriespannung hat er dann die Modulspannung gezogen. Damit das geladen wird? Und dann habe ich eben die obere Spannung habe ich verloren sozusagen, die ist als Verlust einhergegangen. Ja? Okay, die hat er gar nicht verwandt. Klar. Ja, gerade nicht verwendet. Ja. Ja. Und der neue Regler heute, die MPPT-Regler, die ziehen das Modul eben nicht mehr, die Modulspannung nicht mehr auf Batteriespannung nahezu herunter, sondern die versuchen den optimalen Arbeitspunkt, also da, wo das Modul am effektivsten arbeitet, auf diesen Punkt zu ziehen. Und der liegt eben beim typischen 12-Volt-Modul so um die 18 Volt. Dort betreibt er dann das Modul und dadurch verliere ich nicht diese Spannungsdifferenz und habe dadurch einen Mehrertrag. Hersteller werben hier mit 30%. Aber realistisch sind, denke ich, 20%, die ich hier mehr Ertrag gegenüber einem alten Regler rausholen kann. Also mehr Leistung aus dem Modul holen kann bei gleicher Fläche. Ja. Das ist jetzt nur der Regler. Das ist nur der Regler. Und bei den Panels, welchen Vorteil habe ich da? Genau, das ging dann eben weiter, dadurch, dass man dann die MPPT-Regler mit einem größeren Eingangsspannungsbereich gebaut hat. Also hier war nicht mehr 25 Volt oder 28 Volt Schluss, sondern heute gehen moderne Regler 50 Volt, 100 Volt, 150 Volt. Ja. Also den wir heute einbauen, der geht bis 150 Volt Eingangsspannungsbereich. Okay. Das bietet mir eben die Möglichkeit, auch Module auf dem Dach in Reihe zu schalten. Früher war die typische Parallelschaltung, also ich habe alles parallel geschaltet und musste dadurch auch entsprechend dicker verkabeln, ja, weil die Ströme halt höher waren. Die Ströme haben sich ja addiert, umso mehr Module ich parallel geschaltet habe. Heute macht man die Reihenschaltung, dadurch addiert sich die Spannung, der Strom bleibt klein. Ich kann also mit dünnen Kabelquerschnitten arbeiten, ohne dass ich Verluste habe. Spart mir auch wieder Geld? Das auch, richtig. Und ich habe eben, wenn ich die Module in Reihe schalte oder auch wenn ich heute so ein Hochvoltmodul wie dieses hier nehme mit 40 Volt, den Vorteil, dass mein Solarladeregler früher anfängt zu arbeiten. Der Regler braucht ja heute, die modernen Regler wie jetzt bei Victron, die brauchen, um dass sie starten, erstmal 5 Volt über Batteriespannung. Also es muss vom Dach 5 Volt höher kommen, als die Batteriespannung ist. Ja. Habe ich jetzt ein altes Modul, was erst, wenn es richtig bestrahlt wird, eben die volle Spannung liefert, dann schaltet der Regler relativ spät erst an. Also der ganze frühe Morgen ist schon mal weg. Habe ich ein diffuses Licht draußen sozusagen, also es ist bewölkt oder sowas, dann fängt dieser Regler eben erst später an zu arbeiten. Die neuen Regler heute, weil sie ja eben den Weitbereichseingang haben und wir eine hohe Modulspannung haben, die schalten dann einfach früher zu. Die arbeiten schon früher. Klar ist die Leistung, wenn bewölkter Himmel ist oder diffuses Licht ist nicht immens, aber ich habe schon eine Leistung. Das wollte ich gerade fragen. Also das heißt, mit der neuen Technik habe ich auch bei diffusem Licht, das habe ich nämlich gerade erlebt in Schweden, die Chance, schon Leistung in meine Batterie reinzubringen. Richtig, genau. Okay. Einfach weil die Modulspannung da ist und der Regler startet. Und setzt eben das um, was von oben kommt, auch wenn das bei diffusem Licht nicht... Weil ich höre das immer wieder, wir fahren ja auch im Winter und im Herbst und im zeitigen Frühjahr und dann habe ich das erlebt, dass mir Leute gesagt haben, alles Quatsch, was ich da so erzähle. Bei ihnen wäre immer viel Solarstrom verfügbar. Wir haben es erlebt, dass gerade wenn eine Hochwolkendecke ist und die Sonne noch sehr flach steht, eben nicht genug ankam auf den Solarzellen. Aber das jetzt nur am Rande. Man darf nicht erwarten, dass jeden Tag die gleiche Leistung kommt. Ja, also nicht ausrechnen, ich brauche so und so viel Watt auf dem Dach und damit ist alles erledigt, denn es kann mal schlechtes Wetter sein, es kann mal nur eine Wolkendecke sein, es muss ja nicht mal schlechtes Wetter sein und dann ist plötzlich viel weniger Strom da. Das ist definitiv so. Ne? Also die Module sind halt doch nach wie vor für Sonneneinstrahlung ausgelegt, auch wenn sie durch die moderne Reglertechnik und durch die Hochvolttechnik schon Leistung bringen können. Die ist aber deutlich geringer, als habe ich eine gute Sonneneinstrahlung auf dem Modul. Im Sommer sagt man ja so, bringt so ein Modul so um die 4- bis 5-fache Leistung dessen, was installiert ist. Also habe ich ein
40 Watt Modul, Faktor 5 kann ich im Sommer damit in etwa an Leistung erzielen. Gehe ich in den Herbst oder im Winter rein, reduziert sich das herunter auf Faktor 1. Okay. Ja? Also da haben wir schon mal eine gute Faustformel. Deswegen muss man immer auch ein bisschen schauen, wann fährt der Kunde mit seinem Mobil hauptsächlich draußen rum. Ist es mehr nur im Hochsommer oder im Sommer, in die Sommermonate, Ja. dann muss ich die Anlage nicht zwingend sehr groß auslegen. Sagt der Kunde aber im Vorfeld schon, wir fahren ganzjährig, Herbst, Winter und wir wollen Solarstrom genügend haben, um dass wir eben unsere Geräte betreiben können. Dann muss man die Anlage so groß wie möglich auslegen. Ja, aber Oft ist es die Grenze dann am Dach gegeben. Ronny, ja. Es hängt aber auch immer mit der Batterie zusammen, oder? Natürlich. Ich kann ja nicht eine 100 Ampere Batterie mir einbauen und 700 Watt aufs Dach. Das bringt ja nichts, oder? Ja gut, das Verhältnis passt nicht. Ne? Ja, das meine ich damit. Ich habe keinen Pufferspeicher. Was ist das vernünftigste Verhältnis? Komm mal ein Stückchen nach hinten. Ja, das ist ein vernünftiges Verhältnis ist so, dass wir sagen, wenn man so 2 Batterien hat, was so eine typische Ausstattung in den meisten Fahrzeugen ist, mit so 90 Ampere-Stunden pro Batterie, Ja. dann sollte die Anlage so reicht 200 bis 300 WP liegen. Dann habe ich so ein vernünftiges Verhältnis, dass ich das, was ich am Tag verbrauche, in den Sommermonaten auch über die Solaranlage wieder kompensieren kann. Unabhängig jetzt Lithium oder AGM oder sonst irgendwas. Davon. Also es geht jetzt wirklich nur um die Ampere und dann Richtig, Faktor, richtig. ich sage jetzt mal 2 Genau. in Watt. Sagen wir es mal so. So in etwa kann man so sagen, ja. Es ist halt bei der alten Batterietechnik, Gel, AGM und sowas, ist es halt schon wichtig, dass die Solaranlage es auch schafft, die Batterie mal durchzuladen. Weil die meisten Batterien älterer Technik sterben eben dadurch, dass sie nicht regelmäßig durchgeladen werden, bis oben hinkommen. Ja. Es gibt viele, die haben eben so 150, 200 Watt auf dem Dach und stehen den ganzen Sommer autark. Ja? Und da muss ich eben aufpassen, wenn die Batteriekapazität zu groß wird, dass ich es auch schaffe, dass die Solaranlage auch mal die Chance hat, die Batterie voll zu bekommen. Sonst schwebt die immer so um die 70, 60, 80%, sulfatiert vor sich hin und fällt frühzeitig aus, die Batterie. Ja. Deswegen muss das Verhältnis schon passen. Ja? Jetzt ist ja aber doch mittlerweile Lithium eigentlich gang und gäbe. Also Ist so, wir haben da ja gerade eine ganze Reihe drüber geschrieben, dass die meisten der auch älteren Wohnmobile jetzt anfangen, switchen von AGM auf Lithium. Ist auch sehr vernünftig, kann ich nur empfehlen. Hat bei uns jetzt gerade im Urlaub uns viel Spaß gebracht. Wir haben uns überhaupt keine Gedanken mehr machen müssen, dass die Batterie tiefenentladen wird und so weiter. Also das ist schon ein Mehrgewinn. Muss ich da noch irgendwas beachten, wenn ich dann eine Solaranlage dazu anpasse? Oder Nein, die Regler, die Lithium-Batterie da einfach an? Ja, die Solarladeregler heute sind ja für alle Batterietypen einstellbar. Somit ist das kein Problem. Die Lithium-Batterie wird vernünftig geladen. Die kann auch ruhig zu 100% aufgeladen werden, weil oft ist ja so im Gespräch, dass man Lithium-Batterien nur zu 80, 90% laden soll. Bei dem modernen Regler sehe ich das nicht als Thema, weil der Regler weiß, was er tut. Er fährt eben dann herunter in die Erhaltungsladung und stresst die Batterie nicht weiter. Sie ist gefüllt, alles ist gut und das funktioniert. Abschattung. Abschattung. Ist auch so ein Thema. Bei mir, bei der alten, ein ganz großes Thema. Wir haben ja immer die 2 Kajaks oben auf dem Dach. Die haben dann teilweise selbst schon die Solaranlage abgeschattet. Deswegen muss man da schon mal genau gucken, wo man auf dem Wohnmobildach die Solaranlage aufbaut. Ich habe von oben mal ein Bild gemacht heute Morgen. Das blende ich jetzt hier mal ein. Wie ist so eine typische Verteilung? Ist es eigentlich sinnvoll, das alles an einem Fleck zu machen? Ich habe immer gedacht, man verteilt es am besten über das ganze Dach, die Solarzellen, falls mal irgendein Schatten drauf fällt, damit wenigstens ein anderer Teil funktioniert. Ist das heute noch so? Das macht Sinn, auch heute noch. Also ist so. schon zu schauen, dass ich mir nicht schon ein Problem auch einbaue. Ja, also oft sitzen Solarmodule sehr nah an der Sattanlage verbaut, oder sehr nah an der Klimaanlage dran, wo man eben schon den Schatten eigentlich eingebaut hat oder die Teilbeschattung eingebaut hat. Genau, und das heißt also, wenn jetzt nur ein Teil davon beschattet wäre, bricht mir dann der Ertrag zusammen? Der Ertrag geht runter. In der Reihenschaltung, die wir heute ja praktizieren, wirkt sich das nicht mehr so dramatisch. Also wirkt sich immer noch aus, Teilbeschattung ist immer schlecht, aber je nach Modul, was ich verwende, fällt mir eben dann das halbe Modul aus. Habe ich hier einen Schatten drauf, fällt mir das halbe Modul aus. Okay, also das andere arbeitet weiter. Wieder was gelernt. Das heißt, es ist nicht entscheidend der Teil, der beschattet ist, sondern im Endeffekt das, was zusammenhängt. Hier ist ein bisschen abhängig von dem Solarmodul auch. Okay. Es gibt heute auch Module in Schindeltechnik, wo das etwas anders ist. Da fällt mir dann
nur der Bereich aus, der beschattet ist, aber bei den herkömmlichen Modulen fällt mir eben in der Reihenschaltung meist das halbe Modul aus. Bei der Parallelschaltung wirkt sich das noch schlechter aus, weil dann fällt mir das ganze Modul weg. Okay. Ja? Und deswegen macht man heute eben aus mehreren Gründen in der Regel nur noch eine Reihenschaltung. Ja? Okay. Nur wenn es sich nicht anders machen lässt, wenn der Regler das nicht hergibt, dass ich eben nicht die Spannung habe, dass ich nicht in Reihe schalten kann. 3 Module muss ich, oder wenn ich 3 Module habe, müsste ich ja eigentlich eine Reihenschaltung machen. Ja, aber wenn dieser Regler dann nicht hergibt, muss ich eben zwangsläufig eine Parallelschaltung machen, was sich aber den eben mit Teilbeschattung schlecht auswirkt. Ja. Das heißt auch, wenn ich dann auf dem Wohnmobil es verteile, also die Solarzellen verteile, bin ich also mehr oder weniger auf der sichereren Seite, weil ja irgendein Teil, sage ich jetzt mal, immer in der Sonne liegen wird. Genau. Okay. Wattstunde. Ihr habt uns hier die Wattstunde empfohlen, ihr verkauft die auch, ihr verbaut die auch sehr häufig. Richtig. Was macht den Vorteil von Wattstunde deines Erachtens aus? Ja, bei dieser Modulserie, die EFX-Serie ist eben eine sehr gute Wie heißt EFX EFX-Serie. von Wattstunde. Das ist eben eine sehr gute Serie, die zum einen durch die Aluminiumplatte hinten ein sehr stabiles Modul ist, ja, durch die Trägerfolie, die hier ja so genoppt ist, die auch echt robust ist. Man merkt es schon, wenn man sie anfasst. Ja, die ist also, macht einen sehr robusten Eindruck. Es gibt eben andere Module, die wirklich von der Trägerfolie oben oder von der Oberflächenfolie sehr schlecht ausgeführt sind. Ja, hatte ich selber. Steinschlag genau, durch den Laster von vorne, schlägt hier drauf, der hat irgendwelches Kies geladen und die Solarzelle war kaputt. Ja, die Folie geht meistens ja kaputt, dann dringt Wasser ein und macht dann die Folgeprobleme sozusagen. Das ist hier echt gut bei diesem Modul. Ja. Optisch ist es natürlich auch ein ansprechendes Modul. Auf vielen Modulen, auf vielen Reisemobilen sieht man es nicht unbedingt. Ja, bei mir auch nicht. Aber, genau. Aber es gibt eben auch den Kastenwagen mit Aufstelldach zum Beispiel. Ja, verstehe. Und wenn man da so ein Modul draufklebt, was eben schon wertig aussieht und ich mache das Aufstelldach auf, das wirkt natürlich gut aus. Super. Aber ja. Die Leistung ist mir eigentlich... natürlich ist die Leistung hier entscheidend und vor allem die Lebensdauer, die Qualität des Moduls. Okay. Beides ist hier sehr gut, also die angegebenen Leistungswerte werden mit dem Modul erreicht. Ja. Und sie sind eben sehr standhaft. Wir machen diese Module jetzt circa seit 4 Jahren aufs Dach und sie funktionieren tadellos. Also wir haben hier mit dieser Modulserie keine Probleme. Also, die kommen jetzt aufs Dach. Bin gespannt, wie lange der junge Mann da oben braucht, denn es muss ja erstmal die alte Anlage runter. Dann kommt die neue Anlage drauf und naja klar, dann werden wir im Laufe der Zeit euch immer wieder mal darüber informieren, wie das Ganze funktioniert hat. Eins kann ich jetzt schon sagen, ich bin jetzt das 3. oder 4. Mal bei euch hier in der Werkstatt und fühle mich immer gut aufgehoben. Ihr macht einen tadellos guten Job und das sieht auch qualitativ immer sehr hochwertig hinterher aus. Da wird aufs Detail geachtet, kann ich nur empfehlen. Aber ja gut, ich habe schon Reklame hier oben reingeschrieben. Es ist aber einfach so, dass ich mich hier wohlfühle. Ja, Ronny, vielen Dank, super. Danke fürs Gespräch und jetzt gucken wir mal deinen Mitarbeitern weiter über die Schulter. Also, tschüss. Ciao, danke. Während wir noch einen Moment beim Einbau zuschauen, noch einige wichtige Dinge zum Thema Solaranlage. Natürlich kann man sich einfach ein Solarmodul aufs Dach knallen, vielleicht auch viele und dann einen passenden Solarladeregler. Aber die Anlage muss zum Verbrauch passen und auch auf die Batteriegröße abgestimmt sein. So sollte man darauf achten, dass in etwa der normale Tagesverbrauch an einem guten Tag wieder reinkommt. Dazu muss man aber auch seinen Verbrauch erstmal kennen. Auf Womoblog findet ihr eine Tabelle zum Ermitteln eures Tagesverbrauchs und auch, wie groß dann Batterie und Solaranlage sein sollten. Wir bereiten dazu gerade noch ein Video vor, dann könnt ihr euch das auf Womoblog auch ansehen. Wichtig ist, dass es nichts bringt, die Solaranlage zu überdimensionieren. Batteriegröße und Solaranlage müssen zueinander passen. Im Vorfeld haben wir uns die Frage nach Flex- oder starren Modulen gestellt und uns wieder für flexible Module entschieden. Das ist aber, um ehrlich zu sein, eher eine Geschmacksfrage. Die Hinterlüftung und der Mehrertrag an heißen Tagen wird da manchmal hart diskutiert, aber wir haben mit beiden Erfahrung und bislang eigentlich keinen Unterschied bemerkt. Sicherlich gibt es ihn, aber eine Wolke am Himmel und man kann es nicht mehr vergleichen. Überhaupt ist es wichtig, wie und wo ihr steht. Denn um im Sommer der Hitze zu entgehen, fährt man in den Schatten unter Bäume und wundert sich dann, dass die Batterie so schnell leer ist. Ihr merkt schon, das Thema Solar hat viele Facetten. Ja, wir haben mit der
viel gelernt heute, oder? Also ich zumindest. MPPT-Regler, ja klar, das wusste ich. Aber dass der so besonders ist, das war mir gar nicht bewusst. Ich habe einfach gedacht, das ist ein besserer Regler. Klar, der kostet ein bisschen mehr Geld. Zumindest war es früher so. Heute ist das gar nicht mehr so gravierend. Aber dass sie wesentlich mehr Leistung aus einer Solaranlage rausholen, das war mir so gar nicht bewusst. Die Solarzelle selbst, das sieht man ja auch, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, wie sich die in den letzten Jahren verändert haben. Was das aber im Einzelnen dann bedeutet und wie sich die Solaranlage dann auf dem Wohnmobil macht, das werden wir natürlich erst im Laufe der Zeit erkennen. Fakt ist, es ist einleuchtend, was der Ronny hier erzählt hat, dass wenn Abschattungen sind, ganze Stränge an der Solarzelle abgeschaltet sind. Das ist dem einen oder anderen vielleicht gar nicht bewusst und deswegen ist das Thema Abschattung so wichtig. Also ihr solltet immer darauf achten, dass euer Wohnmobil dann so steht, dass auch eure Solaranlage Strom ziehen kann. Und wenn dem nicht so ist, dann lohnt sich so eine Solartasche. Wir hatten ja jetzt gerade eine verlost von Wattstunde. Geht noch bis Ende des Monats. Vielleicht könnt ihr noch mitmachen. Ansonsten, so teuer sind gute Solartaschen mittlerweile nicht mehr. Die lohnen sich immer dann, wenn ihr gerade jetzt im Sommer unter Bäumen steht und dann den Strom 10 Meter weiter euch anzapft, indem ihr die Solartasche ausbreitet. Wichtig ist, wenn ihr euch mit diesem Thema Solaranlage beschäftigen wollt, ihr könnt das auch alles selber machen. Ihr könnt auch alle eure Solaranlage selber aufkleben. Das ist kein Hexenwerk. 6 Stunden ist der Profi unterwegs. Ihr schafft das dann als Laie vielleicht in der doppelten Zeit. Macht ja nichts. Aber ihr könnt das selber machen. Das ist kein Thema. Wenn ihr das nicht selber machen wollt, und das kann ich sehr gut verstehen, nicht nur, weil man technisch nicht in der Lage ist, sondern weil einfach die Zeit einem zu schade ist, dann ist es gut, wenn man einen guten Einbauservice hat. Ich will jetzt gar nicht sagen, ihr geht zu Fraron, sondern sucht euch einen guten in eurer Nähe. Fakt ist, die Guten von den Schlechten zu unterscheiden, ist das Schwere. Da trennt sich nachher Spreu vom Weizen. Und in dieser Corona-Pandemie, in der wir momentan ja immer noch leben, ist es schwierig genug, überhaupt einen Termin zu bekommen. Also von daher viel Erfolg. Im Zweifelsfall macht es im Winter, da haben die Händler oftmals eher noch Zeit für sowas, als jetzt im Sommer, wo es einfach überall brummt. Ich hoffe, euch hat der Clip gefallen. Dann würde es mich freuen, wenn ihr uns ein Like gebt. Besucht uns mal auf Womoblog. Ja, gebt uns einen Kommentar. Wir diskutieren immer gerne mit euch. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.